und unser Thema heute ist ja Workflows automatisieren. Warum brauchen wir das? Weil wir alle Zeit sparen wollen. Niemand hat Zeit auf Arbeit und alles, was uns die Arbeit einfacher macht, Zeit spart oder auch Fehleranfälligkeit minimiert, ist gern willkommen. Wir haben ja auch gerade in der Umfrage gesehen, momentan immer noch viele Freigabeprozesse über die gute alte Umlaufmappe oder per E-Mail. Ähm, Das ist natürlich so eine gewachsene Kultur, die auch ihre Berechtigung hat. Immer in Zeiten der Digitalisierung wird es aber zunehmend so sein, dass diese gute alte Umlaufmappe in Grün, Rot und anderen Farben zunehmend abgeschafft werden. Wir haben Funktionspostfächer ohne Aufgabenmanagement. Das heißt, in der Regel rauschen da die E-Mails rein und werden dann weitergeleitet an Personen zur Bearbeitung. Man kann aber nicht in Outlook im Funktionspostfach selber ein Aufgabenmanagement machen. Viele haben Termine, also Outlook-Kalender und Aufgaben getrennt voneinander oder sogar Excel-Listen mit Aufgabenlisten oder die Schreibtischunterlage oder Post-its. Fehlerfaktor Mensch ist auch immer so eine Sache. Ne? Wir sind natürlich fehleranfällig, wenn wir längere Zeit Routine oder ja, eintönige Sachen machen, dann schleichen sich gern Flüchtigkeitsfehler ein. Auch das kann man minimieren, indem man Dinge einfach an die Software, an den Computer auslagert. Für alle, die in Projekten arbeiten, die kennen das Thema Berichterstellung immer wieder, Lenkungsgruppe, Behördenleitung, wer auch immer Berichte regelmäßig haben muss. Die sind mehr oder weniger aufwendig. Auch da macht es Sinn, das zu standardisieren und Dinge zu vereinfachen, um uns Zeit zu ersparen. Und alles andere, was Standards herstellt und ich sage mal Gleichmäßigkeit herstellt, führt auch dazu, dass wir unsere Qualität in der Arbeit steigern. Und das ist unser Thema heute, Automatisierung und Standardisierung. Und dann haben wir uns 6 Hauptpunkte ausgedacht, die wir heute gerne besprechen wollen. Das erste sind die Freigabe-Workflows. Das steigen wir direkt gleich mit ein. Dann geht es noch um die automatische Umwandlung von E-Mails in Aufgaben. Dazu hatten wir auch schon mal ein extra Webinar. Das schneide ich heute auch noch mal ganz kurz an. An Aufgaben, Nachrichten erinnern lassen und so weiter. Ich lese jetzt nicht alles vor, sondern steige jetzt direkt in die Workflow-Automatisierung ein. Es gibt immer so eine blaue Zwischenfolie, damit Sie auch folgen können, bei welchem Thema wir gerade sind. Nee, genau, da bleiben wir jetzt bei der Workflow-Automatisierung. Ja. Und zwar springe ich jetzt mal in mein Stackfield. Fragen übrigens gerne immer zwischendurch in den Chat. Ich frage Christopher zwischendurch immer mal wieder, ob was aufgelaufen ist. Ansonsten unterbricht er mich auch. Die meisten von Ihnen vermutlich kennen Stackfield. Ich habe hier nochmal meine Startansicht sozusagen, meine Woche aufgerufen. Wir haben hier links die dunkelblaue Seitenleiste mit meine Woche, wie gesagt, mit den Favoriten, die ich mir angelegt habe, direkt Nachrichten zu anderen Kolleginnen und Kollegen und verschiedene Raumgruppen. In diesen Raumgruppen bewegen wir uns gleich auch, und zwar springe ich direkt gleich mal in ein Projekt rein, und zwar ins Baumkataster. Stackfield ist so aufgebaut, dass ein automatisierter Workflow quasi werkseitig schon hinterlegt ist. Ich gehe da doch nochmal in ein anderes Projekt rein, da kann ich den besser zeigen, und zwar hier. Das Projekt heißt Führungsleitbild. Die Aufgaben sind jetzt einfach willkürlich da reingeschrieben, spielt keine Rolle. Was ich zeigen will, ist der Abnahme-Workflow. Und zwar besteht der im Wesentlichen aus diesen 3 Spalten. Ne? Dieses ist hier wie ein Kanban-Board aufgebaut. Das heißt, das Prinzip ist, man bewegt die Aufgaben von links nach rechts, je nach Bearbeitungsstatus. Und hier haben wir die Spalte zur Abnahme, wieder eröffnet und erledigt. Ich scroll mal hier so ein bisschen rüber, damit man das besser sehen kann. So, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, die ein Kollege, ein Vorgesetzter abnehmen muss, dann ist der Standard-Workflow so, dass ich hier mir eine Aufgabe nehme. Ich nehme mal hier die, wo ich hinterlegt bin.
und schiebe sie rüber in die Spalte zur Abnahme. Da wird die Spalte dann grau hinterlegt und lasse sie los. Und dann fragt das System automatisch, ja, wer soll das denn abnehmen? Da wähle ich dann die Person aus, die die Freigabe erteilen soll. Ich nehme jetzt mal mich selber. Das macht inhaltlich natürlich keinen Sinn, aber es ist zur Demonstration jetzt hier einfacher. Das heißt, ich sende mir selber diese Freigabeerfordernis und sage Abnahme senden. So, dann ist diese Karte hier, wie gesagt, in dieser Spalte. Wenn ich dann auf meine Woche gehe, das ist ja so mein Nachrichtencockpit sozusagen, bekomme ich hier ganz oben die Mitteilung, dass Silke mir diese Aufgabe zur Abnahme zugewiesen hat. Und jetzt habe ich genau 2 Möglichkeiten. Ich kann sie annehmen oder ich kann sie ablegen. An diese Aufgabe kann man zum Beispiel auch noch Dateien ranhängen, ne, sodass ich mir die Dateien dann noch anschauen kann. Und ich sage jetzt mal, nö, das ist noch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Da musst du noch mal ran und schreib das jetzt hier einfach nur ganz kurz rein und sag Abnahme ablehnen. Wenn ich dann zurück in mein Projekt gehe, dann finde ich diese Aufgabe hier in Wiedereröffnet. Kann man auch wieder Vorlage nennen oder überarbeiten, wie auch immer. Dann weiß ich, aha, die Kollegin, der Kollege hat meine Aufgabe abgelehnt. Ich muss da noch mal ran, weil ich finde den Kommentar, warum, was nicht gefallen hat, was noch mal neu gemacht werden muss, finde ich dann auch hier. Genau. Ich habe gerade gesagt, man kann es auch wieder Vorlage nennen. Kann man nicht, weil dann wird der der automatische Workflow zerschossen. Also diese Benennung dieser 3 Spalten zur Abnahme, Wiedereröffnung erledigt, muss technisch so erhalten bleiben, um diesen Automatismus zu erhalten. Ich zeige das gleich noch in einem anderen Projekt, wie man das individualisieren kann. Wenn ich jetzt nochmal diese Aufgabe, die ich ja gerade abgelehnt habe, nochmal in die Freigabespalte schicke und ich schicke sie mir nochmal selber, ne, zur Abnahme senden, dann habe ich das hier in meiner Woche und diesmal sage ich ja wunderbar, passt alles und sage akzeptieren. Dann landet die Aufgabenkarte hier in der Erledigt-Spalte. Das ist dann direkt durchgestrichen und erledigt. Dann weiß ich, die Abnahme ist erfolgt. Wenn das für meine oder Ihre Aufgabe nicht passend ist vom Ablauf her, also für unsere Aufgabenstellung passt das nicht ganz, dann kann man das, wie gesagt, individualisieren. Das habe ich hier mal im Baumkataster gemacht. Und habe hier auch einen Abnahme-Workflow hinterlegt. Sie sehen, ich habe die Spaltenüberschriften hier umbenannt. Das heißt, der systemseitige Workflow ist damit weg und ich muss ihn manuell hinzufügen. Da gibt es extra Anleitungen für, wie man das macht. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich habe auf jeden Fall hier jetzt diese Spalten umbenannt und habe eine erste Freigabestufe eingefügt und habe gesagt, hier, das soll heißen Freigabestufe 1 und dann Stufe 1 abgelehnt oder Stufe 2 zugestimmt. Und dann nehme ich mir jetzt mal einen Termin, nehme ich mal hier den ersten und schicke den in die Freigabespalte und sage wieder, ich selber soll es abnehmen. Das ist hier das Einfachste, um es zu zeigen. Gehe in meine Woche und sage wieder Nein. So, da muss ich hier was schreiben, notgedrungen, ohne Text oder ohne Begründung wird es nicht weitergeschickt. Sag Abnahme ablehnen und dann taucht dieser Punkt hier in Stufe 1 abgelehnt auf. Okay, weiß ich, meine Vorgesetzte oder Kollegin, wer auch immer diese Ablehnung erteilt hat, ist nicht einverstanden. Für alle, die sich fragen, ja okay, das muss aber auch dokumentiert werden, wer wann was abgelehnt oder zugestimmt hat, das kann man hier anzeigen über Verlauf anzeigen. Das ist jetzt hier sehr lang, weil diese Aufgabe schon sehr alt ist. Hier kann man aber sehen, Silke Schiemann hat das Feld Status auf abgelehnt gesetzt. Na, normalerweise ist dieser Verlauf nicht so lang, aber ich arbeite schon ein bisschen länger mit dieser Aufgabe, deswegen haben wir hier sehr viele Einträge. Und
wenn man hier drüber hovert, also mit der Maus drüber geht, dann poppt auch genau Datum und Uhrzeit auf, wann ich das abgelehnt habe. Bei der Zustimmung ist es genau das Gleiche. Und das kann man auch nicht mehr ändern, weil das ein systemseitig erzeugter Eintrag ist, der halt fix ist. Ne? Ich kann auch hier auf ältere Einträge von vor 4 Monaten gehen. Dann sehe ich, aha, 22. April 10:31 Uhr habe ich den Status oder die Fertigkeit verändert. So. Das ist also eine Möglichkeit hier, ich sag mal auch, prüfungssicher zu dokumentieren, wer wann welche Abnahme oder Zustimmung erteilt hat. Hier ist das Prinzip genau das Gleiche. Wenn ich die Abnahme, also wenn ich der Abnahme zustimme, dann landet das hier in dieser Spalte, also in der nächsten Spalte. Und hier in diesem Fall, wie gesagt, nicht in erledigt. Das habe ich extra so gestrickt hier in diesem Fall, weil die Freigabe nur ein Zwischenschritt ist. Ich möchte nach der Freigabe der Aufgabe noch weitere Bearbeitung damit durchführen. Das heißt, wenn ich die Aufgabe zurückbekommen habe von meinem Vorgesetzten oder meiner Kollegin, dann muss die weiter bearbeitet werden und ist nicht automatisch erledigt. Also kommt sie in die nächste Spalte dann und ich kann entweder die nächste Freigabeschleife einläuten oder wie auch immer die Aufgabe weiter bearbeiten. Genau, das zum Thema Workflow-Automatisierung. Noch ein Hinweis, genau, ich öffne mal diese Aufgabenkarte. Man kann und sollte ja in den Aufgaben kommunizieren. Kann man das jetzt sehen? Ja, kann man. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, habe ich gemacht, dann erscheint es hier in der Kommunikation und alle, die diese Aufgabenkarte sehen können, können natürlich auch meinen Kommentar sehen. Und ich habe die Einstellung in der Organisation so vorgenommen, dass ich das, was ich hier beschrieben habe, nicht mehr ändern kann. Das kann man individuell gestalten. Für mich war es jetzt wichtig, wenn ich hier auf die 3 Punkte gehe, sehen Sie, das ist ausgegraut. Ich kann den Kommentar weder bearbeiten noch entfernen, weil ich möchte, dass es nachträglich nicht angreifbar oder nicht für Manipulation offen ist. Das kann man, wie gesagt, in der gesamten Organisation, also im gesamten Landesamt so einstellen. Das gilt dann für alle Räume. Man kann auch zum Beispiel auch einstellen, dass noch bis 1 Minute nach Absenden einer Nachricht, die noch bearbeitet werden kann. Das muss halt jede Organisation für sich entscheiden, was da das gängige oder das beste Mittel ist. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, weil wenn aufgrund meiner Aussage andere Personen wiederum eine Entscheidung treffen, ist es ja wichtig, dass ich meine Aussage nachträglich nicht revidieren kann oder bearbeiten kann. Ne? Wenn ich jetzt hier ein Nicht einfügen könnte, dann wäre das schlecht. Dann wäre es nämlich genau die gegenteilige Aussage. Genau, das ist nochmal der Hinweis zur Revisionssicherheit. Silke, ich klinge mich mal ganz kurz ein, was kam eine spannende Frage rein. Und zwar, können Aufgaben, die zur Abnahme gegeben wurden, bearbeitet werden? Oder wie ist denn der Zustand in dieser Abnahme? Genau, also wenn wir im Standard-Workflow sind und ich eine Aufgabe in die Spalte zur Abnahme gegeben habe, dann kann ich sie nicht mehr bearbeiten. Ich kann sie noch zurückziehen, also quasi die Abnahme zurücknehmen. Dann wird auch die Benachrichtigung bei demjenigen, der es abnehmen soll, gelöscht. Aber solange das in dieser, ich scrolle mal zurück, hier in dieser Spalte ist, also zur Freigabestufe 1, beziehungsweise im anderen Projekt wäre es dann diese Spalte hier zur Abnahme, kann das nicht bearbeitet werden, weil es ja eigentlich bei jemand anderem auf dem Tisch liegt, sozusagen. Klasse, vielen Dank. Gut. Ansonsten, wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich einmal zum zweiten Thema springen. Und das ist die automatische Umwandlung von E-Mails in Aufgaben. Der eine oder andere kennt es vielleicht, wenn Sie Funktionspostfächer betreuen, da kommt dann meistens so einiges rein. Wir haben hier auch in Stackfield verschiedene Funktionspostfächer angelegt.
zum Beispiel für Bewerbungen, alles, was über die Kontaktseite reinkommt, über die Webseite, also Bürgeranfragen zum Beispiel, ne, diese ganzen Info-Ad-Adressen und so weiter, das landet alles in einem Funktionspostfach, in Outlook zum Beispiel oder auch in einem anderen, sagt man, Mailprogramm. Genau, und aus diesem Mailprogramm kann man eine automatische Weiterleitung in Stackfield einrichten. Und wir haben es hier mal im IT-Support vorbereitet. Sie sehen die Module hier oben, haben wir auch ein bisschen anders umbenannt. Und meine Kollegin Maria schickt jetzt gleich mal, ich mache nichts, meine Kollegin Maria schickt gleich mal ein Ticket, also eine E-Mail an dieses Funktionspostfach. Und Sie sehen, dass hier oben ich quasi eine Benachrichtigung bekomme, aha, da hat sich was getan in dem Modul, muss ich einmal draufgehen, damit es sich aktualisiert. Und da sehe ich hier im Ticketeingang eine neue E-Mail. Es bekommt also beziehungsweise eine neue Aufgabe, die aus einer E-Mail umgewandelt wurde, bekommt automatisch hier dieses E-Mail-Label, das macht das System. Und wenn ich da reingehe, dann sehe ich, aha, es kommt von Maria und die möchte gerne ein neues Passwort haben. Okay, dann kann ich überlegen, wer bei uns im Team macht diese Aufgabe. Bis wann ist sie fertig? Wir haben hier auch noch zusätzliche Felder hinterlegt in der Aufgabenkarte. Das heißt, jede Aufgabenkarte, die reinkommt, bekommt über die Standardfelder hinaus noch weitere Abfragefelder, die man ankreuzen kann oder teilweise auch muss. Ist das Problem neu? Nein, ist es nicht neu? Ist Support zuständig? Ja, die Checkbox hake ich jetzt mal hier an. Und wenn ich jetzt sage, das macht zum Beispiel mal der Dieter, mein Kollege, der ist für Software zuständig und der kriegt es aufs Auge gedrückt und schließe diese Aufgabe, dann kann ich die hier zu Dieter in die Software-Spalte schicken. Und dann sieht Dieter, dass er eine neue Aufgabe bekommen hat und kann die dann entsprechend weiter bearbeiten. Das heißt, diese Automatisierung, die automatische Umwandlung von E-Mails in Aufgaben ist eine weitere Möglichkeit, uns Zeit zu sparen und das automatisch hier reinlaufen zu lassen. Das Funktionspostfach muss man dann quasi gar nicht mehr anschauen. Und in diesem Raum, der jetzt IT-Support heißt, kann dann die weitere Bearbeitung und das Aufgabenmanagement erfolgen. Hier kann man dann auch Dateien hinterlegen. Also alle, die schon mit Stackfield arbeiten, kennen das natürlich. Hier gibt es Anleitungen und so weiter. Hier kann man diskutieren, fachlich. Aber das ist hier das Tickets Kanban-Board sozusagen, unsere zentrale Funktion an der Stelle. Genau, dann wolltest du noch zum Thema Webhooks was sagen, Christopher? Das ist eine Alternative zur Nutzung der E-Mail-Integration. Das heißt, wenn jemand bei Ihnen technikaffin ist oder eine IT-Abteilung Kapazitäten hat, dann kann man auch sogenannte JSON-Payloads an Stackfield senden. Und auf Basis dieser Payloads wird quasi dann auch eine neue Aufgabe erstellt, eine Diskussion oder ähnliches. Darüber kann man zum Beispiel auch die Automatisierung im Benutzermanagement durchführen, dass man zum Beispiel gewisse Personen zu einer Organisation hinzufügt, deaktiviert oder ähnliches. Das ist eine recht technische Sache. Wenn es dazu Fragen gibt, auch gerne im Chat melden. Deswegen dachten wir jetzt nicht, dass es zu technisch ist. Aber ansonsten gerne melden, damit wir uns da noch ein bisschen austauschen können. Genau. Wir haben hier noch verschiedene andere Funktionspostfächer, zum Beispiel Personalrat wäre auch sowas, wofür es sich absolut eignet, ne? Die Aufgaben innerhalb der PR-Mitglieder zu verteilen. Und es gibt noch 1000 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich weiß, es gibt Kommunen, die lassen ihre Bauanfragen zum Beispiel darüber laufen, ne? Bauvoranfragen und sowas. Also das ist wirklich eine tolle Sache, um den Überblick zu behalten, nichts zu vergessen, um zu sehen, wer hat wie viele Aufgaben gerade auf dem Zettel, zu welchen Themen oder Themengebieten kommen die meisten Aufgaben, die meisten Anfragen rein und so weiter. Also ich liebe diese Automatisierung. Das ist echt ein sehr cooles Feature. Gut, wenn keine weiteren Fragen dazu sind, wir sind heute ganz gut in der Zeit. Ich stelle eine Frage, weil gerade etwas Spannendes reinkommt, deswegen Entschuldigung, dass ich unterbreche. Alles gut. Und zwar geht es darum, ob Aufgaben auch in andere Räume verschoben werden können, wenn die mittels der E-Mail-Integration reingekommen sind.
Das ist möglich. Also zum einen könnten Sie ja theoretisch für jeden Raum eine eigene E-Mail-Adresse generieren, um dann entsprechend die E-Mails direkt an den richtigen Raum weiterzuleiten. Oder Silke, vielleicht ganz kurz zeigen, kann man die Aufgaben auch verschieben zwischen den Räumen. Das heißt, Sie könnten theoretisch auch einen zentralen E-Mail-Eingang auf Stackfield gestalten und dann manuell das Ganze in den jeweiligen Raum verschieben. Genau. Dann dafür geht man einfach auf die Aufgabe und sagt entweder kopieren nach, dann wird sie dupliziert, also vervielfältigt, oder man sagt verschieben nach und dann hat man hier alle Räume, die es gibt, zur Auswahl. Und ich könnte jetzt diese Aufgabe Diensthandy benötigt, zum Beispiel nach Führungsleitbild in diesen anderen Projektraum verschieben. Macht inhaltlich wenig Sinn, aber das ist auf jeden Fall technisch möglich. Was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ist, dass Sie sehen hier eine Aufgabe ohne dieses E-Mail-Label. Es geht natürlich auch, dass man in solchen Funktionspostfächern, Räumen, ganz normale Aufgaben hinzufügt. Ne? Ich tippe jetzt einfach mal wild drauf los und dann öffnet sich eine neue Aufgabenkarte. Hier in der Hardware-Spalte, weil ich es gerade hier drin angelegt habe, kann ich die Fälligkeit anlegen. Ich kann mir die Aufgabe zuweisen und die Felder hier entsprechend ausfüllen. Also da meckert er dann schon rum und sagt, dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Na, also das kann man auch einstellen, dass manche Sachen zwangsweise ausgeführt werden müssen, zum Beispiel Aktenzeichen oder was auch immer im Kontext wichtig ist. Ich sage jetzt hier mal Freigabe ja und Bearbeitungsstatus in Bearbeitung. So. Und dann erscheint dieses Ticket, wo haben wir es? Hier. Entsprechend in der Spalte, wo ich es angelegt habe. Also das geht auch. Man muss nicht nur die Aufgaben, die per E-Mail reinkommen, hier verwalten. Okay, perfekt. Und eine Folgefrage dazu noch. Wie komme ich an die E-Mail-Adresse, an die die Aufgaben geschickt werden sollen? Vielleicht können wir einmal ganz kurz in die Raumeinstellungen wechseln, um das zu demonstrieren. Alles klar. Das geht über Raumeinstellungen, Integrationen und da gibt es hier diesen Punkt Weiterleitung von E-Mails zu Stackfield. Der ist standardmäßig nicht aktiviert. Das heißt, man muss es proaktiv aktivieren, indem man hier sagt, neue E-Mail-Weiterleitung einrichten. Das habe ich jetzt in diesem Fall schon gemacht. Und dann erzeugt das System hier diese kryptische E-Mail-Adresse. Das hat vermutlich was mit Verschlüsselung zu tun. Und die kann man dann hier einfach kopieren. Man muss sie nicht abtippen, man kann sie einfach kopieren und gibt sie dann in Outlook im Funktionspostfach als automatische Weiterleitungsadresse ein. Und dann funktioniert es genauso, wie wir es jetzt gerade gezeigt haben, dass wenn in Outlook was eingeht, dass es dann automatisch zur Aufgabe wird in Stackfield. Perfekt, genau. Eine Folgefrage kann ich auch direkt noch beantworten. Und zwar, der Nutzer E-Mail-Weiterleitung muss nicht, beziehungsweise genau, diese Funktion muss nicht als User angelegt werden, sondern es geht einfach darüber, dass wir quasi diese Integration hinzufügen. Genau, und das ist dann im Prinzip ein Inhalt, der für die Teilnehmer dieses Raumes verfügbar ist. Dann haben wir die Frage auch noch beantwortet. Klasse. Vielen Dank. Okay. Gut, dann gehen wir weiter zum Thema an Aufgaben und Nachrichten erinnern lassen. Dafür gehe ich mal aus dem Funktionspostfach raus. Es ist eigentlich ein Raum, ich habe es Funktionspostfach genannt, weil das halt von daher kommt. Und wir gehen jetzt ins Baumkataster nochmal zurück, in das Aufgabenmodul. Und zwar hat Stackfield die Funktion, dass man sich an Aufgaben und Nachrichten erinnern lassen kann. Hier habe ich zum Beispiel die Aufgabe IT-Abteilung anrufen. Die ist mir zugewiesen und ich kann hier eine Fälligkeit eingeben, die ist morgen. Und kann hier die Erinnerung eingeben, also wann mich das System an diese Aufgabe erinnern soll. Das ist, glaube ich, jetzt nichts bahnbrechend Neues, gibt es in anderen Systemen auch. Ich kann das hier auch benutzerdefiniert machen und sage, nicht in einem Tag, sondern in 3 Tagen. So, ne? Also das kann man ganz individuell machen. Und ich kann aus Aufgaben, zeige ich doch jetzt gleich mit, auch wiederkehrende Aufgaben machen. Das habe ich hier mal vorbereitet. Und zwar ist eine wiederkehrende Aufgabe, den Monatsbericht an die Amtsleitung zu schicken. Ne? Also einmal im Monat will die Amtsleitung gerne über das Projekt Baumkataster informiert werden. Und
Das habe ich mir als Aufgabe angelegt. Wenn ich hier in die Fälligkeit gehe, steht hier wiederkehrend ein Monat. Also das heißt, immer am 28. des Monats poppt diese Aufgabe bei mir auf. Erinnerung habe ich jetzt mal ausgeschaltet, weil ich sonst zugeschüttet werde mit Erinnerungen, aber die kann man hier natürlich auch einrichten. Man kann auch eine Uhrzeit hinzufügen. Und was ich sehr cool finde, ist, ich gehe mal in diese Aufgabe und bearbeite sie über diese Möglichkeit. Und wenn ich jetzt hier den Status auf erledigt setze, also die war gestern fällig am 28.08., dann sage ich, die ist erledigt, weil habe ich gestern gemacht. Na, komm schon. Ich mache es so, ist einfach. Sag, ist erledigt. Schließe das. Dann finde ich hier die Aufgabe von gestern in der Erledigt-Spalte, was ja auch völlig richtig ist. Das Coole ist aber, dass das System erzeugt automatisch eine neue Aufgabe mit dem gleichen Titel für den 28. September, also für den nächsten Monat. Das heißt, ich kann es gar nicht vergessen, wenn ich eine Aufgabe als wiederkehrend eingerichtet habe und sage, einmal im Monat muss ich diese Aufgabe machen und davon gibt es viele. Und ich erledige das für den Monat August, wird automatisch die nächste Aufgabe für den Monat September erzeugt und landet in der Bearbeitungsspalte. Das finde ich ein richtig cooles Feature. Das kenne ich so auch aus keinem anderen Tool. Genau. Und man kann sich natürlich nicht nur an Aufgaben und Termine, sondern auch an Kommentare erinnern lassen, also an Nachrichten. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Kollegen Dieter, ich gucke mal, ob ich eine Aufgabe finde, wo wir tatsächlich mal gesprochen haben. Hier vielleicht? Ja. Hier hatten mein Kollege und ich eine Unterhaltung in der Aufgabe und das macht auch total Sinn, weil da gehört sie hin. So, und so ist es auch für jeden anderen nachvollziehbar, in welchem Bearbeitungsstand die Aufgabe sich befindet und wo vielleicht eine Vertretung reinspringen kann. Dieter hat mir zurückgeschrieben, Budgetberechnung fehlt. Jetzt muss ich mich darum kümmern, habe jetzt aber gerade keine Zeit und sage, erinnere mich in der Stunde nochmal dran. Und dann gebe ich hier über diese 3 Punkte, sage ich 1 Stunde. Und dann legt das System eine Erinnerung an. Und in einer Stunde, also um 11:30, erinnert mich Stackfield daran, dass ich ja noch diese Budgetberechnung bearbeiten muss. Das wird dann auch tatsächlich hier in meiner Woche angezeigt unter offene Erinnerungen. Wenn ich drauf gehe, Budgetberechnung fehlt, ist in 59 Minuten dran sozusagen. Die kann ich dann jederzeit löschen, aber will ich ja nicht, weil ich muss mich darum kümmern. Das ist auch eine sehr schöne Funktion, wie ich finde, die hilfreich ist und die Zeit spart und ich muss mir nirgendwo irgendwo was notieren, da muss ich noch dran denken, sondern ich kann es einfach alles im System machen und hinterlegen. Genau. So, was wollte ich noch zu diesem Thema sagen? An Aufgaben und Nachrichten erinnern lassen, das habe ich gerade gezeigt. Kalenderansicht, genau. Ja, ich hatte auch direkt eine Zwischenfrage, die genau in dieses Thema mit reinspielt. Und zwar wurde gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel die Berichte, sich alle wiederkehrenden Aufgaben, die einem zugewiesen wurden, einfach anzeigen zu lassen. Ja. Warte mal, die Berichte. Genau. Wenn ich hier auf meine offenen Aufgaben gehe, wie kann ich dann da jetzt die wiederkehrenden rausfiltern, Christopher? Das ist nicht so einfach möglich, aber wir sehen hier zum einen eben alle Aufgaben, die mir zugewiesen wurden und entsprechend offen sind. Wenn du jetzt eben auch auf den Kalender gehst, dort, wo du gerade auch hingehen wolltest, dann siehst du ja dort, genau, einmal auch die Aufgaben, die wiederkehrend drin sind, die so in regelmäßigen Abständen zu erledigen sind. Das heißt, man sieht den Turnus eigentlich ganz gut und kann das auch darüber dann herausfinden, was eben jeweils in der Woche zu tun ist. Okay. Wenn man eingestellt hat, dass die Aufgaben im Kalender angezeigt werden. Ne? Ich persönlich bin noch nicht so ein Fan von. Hier doppelt es sich jetzt auch, weil ich in ganz vielen Dummy-Projekten die gleichen Aufgaben angelegt habe. Ich nutze den Kalender in der Regel dazu, um nur Termine anzuzeigen. Aber man kann sich auch Aufgaben anzeigen lassen.
ich habe nur in der Regel so viele Aufgaben auf dem Zettel, dass es dann unübersichtlich wird. Durchaus Aber kenne man viele, hat die auch teilnehmen. Genau, ja, aber grundsätzlich, man kann ja oben zum Beispiel auch die Räume, bestimmen, die in diesem Kalender angezeigt werden oder nicht. Darüber kann man schon 'n bisschen rausfiltern, was relevant ist. Wir sehen grade zum Beispiel auch die Raumgruppen, die du schon erstellt hast, dass man dort eben Ordner oder themenbezogen sich Inhalte einblendet. Und wenn man sich dann verschiedene Ansichten generiert, kann man auch wirklich darüber dann ganz gut 'n Überblick behalten, würde ich sagen. genau. Ich bin jetzt hier in 14 Projekten, das ist sportlich. Wenn man zum Beispiel nur in 3 Projekten ist, dann kann man sagen: „Zeig mir nur alle Termine und Aufgaben aus den Projekten“, zum Beispiel, ne? Oder, von meinem persönlichen Arbeitsplatz, da habe ich jetzt 2 Räume hinterlegt. Also, so kann man hier über die Raumgruppen halt auswählen. Wenn das immer noch zu grob ist, kann man natürlich auch einzelne Räume auswählen. Also, hier habe ich meinen Arbeitsplatz zum Beispiel und ich nehme dann noch das Baumkataster hinzu. Meinetwegen noch die Feuerwehrwache. Genau, dann habe ich 3 von 28 Räumen, in denen ich drin bin, habe ich dann ausgewählt. Und dann, wenn ich sage Filter anwenden, müsste sich die Ansicht ja verschlankt sich die Ansicht dann automatisch, weil die anderen 25 Räume halt wegfallen. Genau. Vielen Dank. So, genau. Und wo wir schon bei Kalender sind, das passt ganz gut, möchte ich noch zeigen, wie man diesen Stackfield-Kalender mit dem Outlook-Kalender verbinden kann, weil die meisten arbeiten ja mit Outlook und denken sich, oh, jetzt habe ich noch einen zweiten Kalender. Man kann diesen Stackfield-Kalender exportieren nach Outlook. Ich kann hier einmal diese Kalenderansicht abonnieren. Also Empfehlung ist, erstmal alles so einstellen, wie ich es brauche, und dass er wirklich nur das anzeigt, was ich sehen will, also keine überschüssigen Informationen. Das heißt, Räume auswählen, die Frage, will ich Termine und Aufgaben oder nur Termine und so weiter. Welche nach Labels kann man hier zum Beispiel auch noch filtern, dass ich mir nur die Prio 1 Sachen anzeigen lasse. Und dann kann ich sagen, warte mal, bitte wähle in den Filteroptionen eine Ansicht aus. Habe ich noch? Du bist grad, Ansicht oben links. Das heißt, jetzt wird grade alles eingeblendet. Wenn du da mal kurz auswählst, dass zum Beispiel eben nur deine Aufgaben eingeblendet werden sollen. Okay. Alles Genau. klar. Okay. Dann hat Stackfield nämlich eine Art Ansicht definiert mit technischen Parametern und jetzt kannst du quasi genau diese Ansicht abonnieren und, Okay. dann keine Fehlermeldung mehr. Die Standardansicht kann nicht abonniert werden. Gut, dann muss man das halt nochmal individualisieren und dann kann ich hier sagen, Kalenderansicht abonnieren. Dann muss ich hier mal den Schieberegler aktivieren und auch dann wird so eine URL erzeugt. Eine individuelle URL zu meinem individuellen Kalender, deswegen bitte nicht mit anderen Personen teilen. Und diese URL kann ich wiederum in Outlook einfügen. Da gibt es die Möglichkeit, Kalender hinzuzufügen. Und da kann ich dann diese Adresse reinkopieren. Ne? Ich kann die hier in die Zwischenablage kopieren und dann in Outlook einfügen, sodass ich das als zusätzlichen Kalender in Outlook habe und ich habe dann in Outlook die Gesamtübersicht. Andersrum geht es leider nicht, soweit ich weiß. Das heißt, ich kann nicht Outlook in Stackfield importieren. Das hat wiederum Datenschutzgründe, weil Stackfield ja absolut DSGVO-konform ist. Zu Outlook sage ich jetzt nichts, sonst begebe ich mich hier in Teufelsküche. Auf jeden Fall, diese Richtung von Stackfield nach Outlook geht problemlos, andersrum nicht. Vielleicht kann ich noch 'n kurzen Kontext auch zu den Ansichten geben, warum es notwendig ist, eine Ansicht auszuwählen. Dadurch, dass man eben eine Ansicht auswählt, kann man dann unterschiedliche Links generieren, auch in einem Raum. Das heißt, man kann mit Outlook dann unterschiedliche Internetkalender abonnieren und kann die dann entsprechend in Outlook noch steuern. Entsprechend, macht das Sinn, dass man eben erst eine Ansicht generiert, über die Filtereinstellungen, die speichert und dann die Option Internetkalender auswählt. Und eben bidirektional, wie du gerade schon erwähnt hattest, ist aktuell nicht möglich, sondern wirklich nur das Outlook oder andere Kalenderprogramme, die Termine von Stackfield abfragen. Stackfield stellt ja quasi auch immer einen Termin bzw. Projektkalender dar. Das heißt, wenn jetzt irgendwie 20, 30 Teilnehmer alle individuellen Termine einfach einstellen würden, dann wäre das auch sehr unübersichtlich als weiteren Punkt dazu. Deswegen macht es tatsächlich mehr Sinn, einfach wirklich zusammengetragene Termine für ein Projekt aus Stackfield zu abonnieren und dann im individuellen Outlook-Kalender darzustellen, damit jetzt die Termine und die Kalender auf Stackfield nicht überflutet werden. Alles klar.
Hier habe ich zum Beispiel nochmal die Ansicht, alle offenen Aufgaben auf Berichte kommen wir später aber auch nochmal zu sprechen. Das kann sehr unübersichtlich werden, weil es alle offenen Aufgaben von allen Personen sind sozusagen und auch von die noch niemandem zugeordnet sind. Das macht schon Sinn, sich auf die eigenen Aufgaben zu fokussieren. Okay, so viel zum Thema Kalenderansichten und an Aufgaben und Nachrichten erinnern lassen. Wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt, würde ich zum nächsten Thema übergehen. Und das ist Workflows lenken durch Berechtigungen. Genau, Workflows hatten wir ja schon ganz am Anfang, wo ich die den standardmäßig hinterlegten Workflow gezeigt habe und die Möglichkeit, wie man das individualisieren kann. Es gibt eine weitere Möglichkeit, die habe ich hier mal im Vorzeigeprojekt hinterlegt. Und zwar kann es ja sein, dass es die Fachaufgabe erfordert, dass man Schritte dezidiert vorgibt. Das heißt, dass die Sachbearbeitung nicht frei ist in der Entscheidung, mache ich jetzt nach A, B oder C, sondern dass zwingend nach Schritt A, Schritt B erfolgen muss und dass ich da keine Auswahlmöglichkeit habe. Kann es ja geben. Wenn man das so vorfindet und auch technisch so sicherstellen will, dass der Mensch da zum Beispiel keine Irrtümer machen kann und nicht aus Versehen nach A schon C macht, obwohl da hätte noch B kommen müssen, kann man das auch in Stackfeed abbilden. Und ich habe das hier mal im Vorzeigeprojekt entsprechend vorbereitet. Wir haben hier wieder unser Kanban-Board mit der zu erledigenden Spalte. Das ist der Themenköcher, wo alles drin ist, was noch ansteht. Hier sind die Sachen, die in Bearbeitung sind. Hier ist Schritt 1. Ich habe es einfach nur mal ganz simpel Schritt 1 genannt. Schritt 2 und Schritt 3 und die Erledigt-Spalte. Wenn ich jetzt eine Aufgabe nehme, zum Beispiel hier den Zwischenbericht Lenkungsgruppe und habe den bearbeitet und gebe den jetzt in Schritt 1. Dann kann ich mal versuchen, den zurückzuholen zu Inbearbeitung. Und Sie sehen, es gelingt mir nicht. Funktioniert nicht. Ich kann den auch nicht auf erledigt setzen. Die einzige Möglichkeit, die ich habe nach Schritt 1, ist, die Aufgabe in Schritt 2 zu verschieben. So kann man halt ausschließen, dass Fehler passieren, ne? Oder dass Bearbeitungsschritte vergessen werden. Wenn ich diese Aufgabe jetzt aus Schritt 2 zurück nach Schritt 1 schieben will, weil mir was eingefallen ist, geht leider nicht. Ich kann sie auch nicht zurück in die Bearbeitung schieben. Es sieht so aus, als könnte ich, weil die Spalte ist grau hinterlegt, aber es bleibt einfach nicht haften. So, es springt immer wieder zurück in diese Spalte hier. Und die einzige Möglichkeit, diese Aufgabe weiter zu bewegen, entweder also mit der Maus, ne, oder ich gehe in die Aufgabe rein und mache das hier oben. Da kann man das auch noch sehr schön sehen, weil alles andere ist nämlich ausgegraut. Wir sind in Schritt 2 und die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist Schritt 3. Was anderes geht nicht. Genau, das ist eine Sache, die ich auch nochmal zeigen wollte, weil ich das aus meiner eigenen Verwaltungserfahrung kenne, dass es durchaus so Aufgaben gibt, die dezidiert zwingend abgearbeitet werden müssen, wo es keinen Entscheidungsspielraum gibt. Okay, das war das Thema Workflows lenken durch Berechtigungen. Fragen? Lass uns gerne noch mal kurz auf Stackview wechseln. Also bitte noch mal kurz deinen Bildschirm freigeben. Ach, ich bin hier die ganze Zeit. Ja, ihr seht es gar nicht. Ja, Sorry. da lag es wohl da. Ja, Ja, danke und für ja lange. jetzt wechseln wir einmal ganz kurz in die Raumeinstellungen, bitte. Ja, da war ich schon, aber ja, sorry. Genau, okay. Ja, wenn wir jetzt in den Reiter Mitglieder gehen, dann, genau, so der 4. Reiter, genau, dann sehen wir, dass wir jetzt hier alle Raumteilnehmenden sehen und dass dort auf der rechten Seite auch dargestellt wird, welche rechte Gruppe diese Personen gerade innehaben. Und das, was du ja gerade illustriert hast, wird ja über die rechte Gruppen definiert. Das heißt, wenn man eben genau vorgeben möchte, in welcher Reihenfolge jetzt die verschiedenen Stabsoptionen genutzt werden können, muss man das über die rechte Gruppen definieren. Deswegen können wir vielleicht einmal ganz kurz in den Reiter rechte Gruppen wechseln. Genau. Du kannst auch gerne kurz übernehmen.
Ich habe jetzt das ja vorbereitet, damit es hier heute nicht so lange dauert, habe eine neue Rechtegruppe angelegt, die heißt Vorzeigeprojekt. Und in dieser das hier sind also diese Standardrechtegruppen, ne? Admin-Beitragender, diese manuelle Freigabe, die sind systemseitig vorgegeben, die kann man auch nicht ändern. Und mit jeder dieser Rechtegruppen sind bestimmte Rechte verbunden, von oben nach unten absteigend. Also der Admin darf quasi alles, manuelle Freigabe darf nur das, was manuell freigegeben wurde. So. Und dann kann man, so wie Christopher sagte, eigene Rechtegruppen anlegen. Das habe ich hier gemacht. Habe sie Vorzeigeprojekt genannt und habe darin gesagt, Workflow-Verwaltung für Status. Hier habe ich quasi das hinterlegt, was ich Ihnen jetzt mit den Spalten im Kanban-Board gezeigt habe. Das heißt, wenn der Status ist Schritt 1, ist der nächste erlaubte Zustand nur Schritt 2. Hier könnte ich auch noch andere auswählen, aber wenn ich hier noch Haken setze, dann gibt es Auswahlmöglichkeit. Dann könnte man zum Beispiel nach Schritt 1 auch Schritt 3 direkt machen. Wollte ich aber nicht. Ich habe das nur beschränkt auf Schritt 2 und genauso halt für Schritt 2 und Schritt 3 auch. Nach Schritt 3 kann man halt nur erledigt machen. So. Und hier kann man, ich weiß nicht, wahrscheinlich unbegrenzt Schritte einfügen, sodass man Workflows darüber steuern kann. Also es kann gar nichts falsch laufen, wenn man das so eng hält. Wenn es die Aufgabe erfordert, dann kann das durchaus Sinn machen. War das okay so, Christopher, oder gibt es noch Fragen? Das passt bestens, glaube ich, so. Das war nämlich eine Frage, wie die Berechtigungen eingestellt werden. Und was auch relevant ist an der Stelle, können wir natürlich auch den Freigabeprozess definieren, den wir anfangs gezeigt hatten. Wenn jetzt eben hier definiert wird, wenn der Status ist Schritt 1, dann dürfen von dieser Rechtegruppe folgende Änderungen vorgenommen werden. Dann können wir nämlich nicht nur den nächsten erlaubten Zustand definieren, sondern auch diese Ja-Nein-Antwortmaske, die wir eingangs gezeigt hatten. Und da dürfen wir das eben auch für eigene Statusoptionen hinterlegen und definieren. Genau, da kann man halt diesen Standard-Workflow auch noch dann mit einbauen. Das wäre jetzt ein bisschen viel geworden, deswegen habe ich es weggelassen. Genau, sorry, die Rückfrage kam zweimal, deswegen. Alles gut, alles gut. Wir haben zweimal. Aber das passt bestens. Vielen Dank. Der fortgeschrittene Nutzer hier im Webinar, das ist doch gut. Auf jeden Fall. Danke. Sehr schön. Okay, dann, genau, das war das Thema Workflows lenken durch Berechtigungen. Dann springe ich nochmal zurück in die Folien, während wir jetzt beim Thema Qualitätsstandards setzen über Raumvorlagen. So, und dafür, genau, Raumvorlagen, also ist ja eigentlich selbst erklärend. Das hier sind ja alles Räume, Projekträume in diesem Fall. Wir haben auch noch die Funktionspostfächer. Ich habe hier zum Beispiel auch noch Zusammenarbeitsräume und so weiter. Wenn es Aufgaben gibt, die immer wieder anstehen, Projekte zum Beispiel oder in einer Agentur zum Beispiel ist es Webdesign. Wenn eine Webseite gebaut werden muss, fallen ja immer wieder die gleichen Dinge an, die zu klären sind, technisch oder auch mit dem Kunden Absprachen treffen. Und sowas gibt es mit Sicherheit auch in der Verwaltung, Sachen, die immer wiederkehrend sind. Ich habe mal eine Zeit lang im Rechnungshof gearbeitet, deswegen habe ich jetzt dieses Beispiel gewählt und habe eine Raumvorlage Rechnungshofprüfung geschaffen. So. Und zwar läuft jede Prüfung mehr oder weniger gleich ab, von den natürlich nicht inhaltlich, aber von den Schritten her, von der Struktur. Und ich kann, wenn eine neue Prüfung ansteht, dann sagen, erstellen wir einen neuen Raum für die Prüfung. Dann gehe ich hier über hinzufügen auf neuer Raum und kann dann hier sagen, aus Vorlage erstellen. Und da werde ich mir diese Vorlage, die ich vorher angelegt habe, es gibt darüber hinaus, ich weiß nicht, 27 Vorlagen, Christopher, wie viele sind das inzwischen? Ich habe den Überblick verloren. Ich glaube, 26, 27 Vorlagen ungefähr. Ach, sieht man hier oben auch, ne? 28 insgesamt, inklusive meiner. So, und dann sage ich, diese Vorlage verwenden und sage mal hier heute Prüfung 29.08., damit ich das auch wiederfinde. Die wird jetzt auf Grundlage dieser Raumvorlage erstellt. Es soll ein geschlossener Raum sein, weil da sollen nur die Leute drin sein, die es auch angeht. Und sagt dann, neuen Raum erstellen. Dann, wenn Stackpit mitspielt,
Da haben wir unseren neuen Raum. Der erscheint hier erstmal unten in meiner Seitenleiste unangebunden sozusagen und ich kann mich dann entscheiden, will ich ihn in eine Raumgruppe verschieben, wo er thematisch hinpasst. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Zusammenarbeitsthema und ich verschiebe ihn in die Raumgruppe Zusammenarbeit. Genau, und da ist er ganz gut aufgehoben. So, was sehen wir jetzt hier? Das ist quasi die Eingangsmaske und wir können sehen, dass die Module hier oben nicht so heißen, wie sie standardmäßig heißen, sondern ich habe sie ein bisschen umgenannt, weil ich ja weiß, was wir in so einer Rechnungshofprüfung brauchen. Und genau, deswegen habe ich hier quasi die Module umgenannt und ich habe, kann man hier auch sehen, bei Aufgaben Standardinhalte hinterlegt. Das heißt, Standardaufgaben, die immer in jedem Durchlauf vorkommen, habe ich hinterlegt. Ich habe hier die Spalten entsprechend benannt. Den Standardfreigabe-Workflow habe ich hier jetzt mal drin gelassen, weil das kann immer sein, dass man zwischendurch mal was freigeben lassen muss. Man kann ihn aber natürlich auch rausnehmen oder einen individuellen erstellen. Das wissen Sie jetzt. Und ich habe noch was anderes gemacht, und zwar habe ich hier in den Aufgaben zusätzliche Felder hinzugefügt. In diesem Fall zum Beispiel dieses hier, diese Checkbox, Aufgabe Jahresberichtsrelevante Rechnungshof erstellt immer Jahresberichte und nicht alles fließt dort ein. Und wenn ich das anhake, dann kann ich später auch nach dieser Checkbox filtern und weiß, aha, bei diesem Thema oder bei dieser Aufgabe muss ich gucken, das ist nachher relevant für den Jahresbericht. Also all diese Sachen kann ich quasi vorstandardisieren und mache es dadurch den Sachbearbeitern ein bisschen einfacher. Was ich auch noch gemacht habe, das kann man hier oben sehen, wenn ich mal auf die Mitglieder gehe. In diesem Raum, den ich gerade erst erstellt habe, sehen Sie, da sind schon 5 Personen drin. In dem Erstellungsprozess habe ich aber gar keine Person hinzugefügt. So, wie kommt das also? Ich habe diese Personen, das ist hier in diesem Fall mein Prüfteam, der Raumvorlage hinzugefügt. Das heißt, in der Raumvorlage kann man Einzelpersonen oder auch Teams direkt hinterlegen, sodass immer, wenn ein Raum auf Grundlage dieser Vorlage angelegt wird, diese Personen oder diese Teams schon automatisch mit dabei sind. Auch das spart enorm Zeit. Genau. Finde ich sehr praktisch. Also man kann quasi alles vorstrukturieren. Ich kann die Module umbenennen. Hier unter Vorlagen zum Beispiel sind standardmäßig auch die ganzen Vorlagen schon mit drin, die Dokumente, die ich brauche, um so eine Prüfung durchzuführen. Im Wissenscenter zum Beispiel habe ich Ordner angelegt für Inhalte. Im Wissenscenter werden ja Seiten erstellt. Das kann man sich vorstellen, so wie Mini-Websites oder kleine SharePoint-Seiten. So, also hier geht es darum, Wissen zu speichern und zur Verfügung zu stellen. Und hier bei den Erfahrungen zum Beispiel ist hier hinterlegt, da hat jemand für den Schulbereich beispielsweise was geschrieben, was da zu beachten ist, wenn man Prüfungen im Schulbereich macht. Ne? Und so kann ich hier, wie gesagt, im Wissenscenter thematisch sortiert Dinge hinterlegen in der Raumvorlage direkt und jeder, der einen Raum erstellt, hat das dann entsprechend schon. Das finde ich sehr praktisch. Das spart unheimlich viel Zeit, weil niemand muss das Rad neu erfinden. Gerade bei diesen sich wiederholenden Projekten oder Aufgaben ist es total toll, diese Möglichkeit zu haben mit den Raumvorlagen. Und das bringt mich auch zu der Frage, gibt es Wünsche aus dem Teilnehmerkreis für Raumvorlagen? Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, was in Ihrem Tätigkeitsbereich so anfällt an wiederkehrenden Abläufen, schreiben Sie gerne mal in den Chat, welche Raumvorlagen wären hilfreich und sinnvoll. Stackfield ist ja auch immer gerne dabei, sich an Kundenwünschen zu orientieren. Und wenn neue Raumvorlagen erstellt werden, sind wir sehr dankbar, wenn sich das an den Bedarfen orientiert. Also, wenn es Wünsche für Raumvorlagen gibt, gerne einfach mal an Christopher schreiben.
Wir haben tatsächlich schon Wünsche erhalten. Das passt nämlich thematisch sehr gut. Das ist klasse. Genau, eine Frage ist noch aufgekommen, und zwar, wenn jetzt zum Beispiel nachträglich Änderungen an den Raumvorlagen vorgenommen werden, ob das Mhm. dann auch direkt eine Auswirkung auf die darauf basierten und erstellten Räume hat. Das kann ich vielleicht direkt übernehmen. Nein, hat es nicht, sondern wenn jetzt eine Raumvorlage geändert wird, dann haben nur die zukünftig basierend geänderten auf dem geänderten Stand quasi durchgeführten neu erstellten Räumen hat es eine Auswirkung, aber auf die bereits bestehenden Räume hat das keine Auswirkung. Genau, das kann ich auch mal zeigen. Ich habe hier schon eine alte Rechnungshofprüfung vom Juni und die sieht ganz anders aus. Ne? Die hat hier ganz andere Spalten, die hat nicht die Standardaufgaben drin, weil die nicht auf Grundlage dieser Raumvorlage erstellt wurde. Also alles, was ich quasi ab heute auf Grundlage dieser gezeigten Raumvorlage erstelle, genau, hat diesen Stand. Wenn ich morgen die Raumvorlage ändere, haben alle darauffolgenden Räume einen anderen Stand. Also die Änderung erfolgt nur nach vorne in die Zukunft, aber nicht rückwirkend. Genau. Okay. Gut. Dann, die Zeit. Berichtsformate. Sollen wir skippen oder soll ich es noch zeigen, Christopher? Ich habe ein bisschen die Zeit vergessen. Uns gerne 1 Minute kurz nutzen, vielleicht einen Schnelldurchgang. Und ansonsten, glaube ich, haben wir gar nicht mehr so viele große Themen. Die Zuschauerfragen wurden alle parallel behandelt. Deswegen lasse ich die Minute noch kurz nutzen und das kurz anschauen. Alles klar. Gut, dann springe ich schnell nochmal in die Berichtsformate. Die finden Sie hier oben. Berichte für die Amtsleitung hatte ich schon kurz angesprochen. Projekte sind ja so das Klassische, worüber berichtet wird. Und hier kann man sich Berichte quasi wie sagt man das, konfigurieren. Wenn ich hier auf alle Projekte gehe, dann sehe ich alle Projekte mit der entsprechenden Priorität, in welchem Status die gerade sind und wer zuständig ist. Das ist vielleicht nicht relevant, sondern ich habe hier jetzt schon Ansichten vordefiniert. Ich will nur die Prio 1 Projekte, also die ganz oberste Priorität haben und ich will wissen, wer für die zuständig ist. Dann kann ich mir diese Ansicht speichern. Über die filter ich mir das so hin, wie ich es haben möchte und speichere sie dann und kann dann auch über dieses Sternchen hier zum Beispiel noch sagen, pack mir das in die Favoriten, dann erscheint es hier oben links. Und ich brauche jeden Monat, wenn der Bericht ansteht, einfach nur hier auf diesen Shortcut sozusagen gehen und habe dann meinen Bericht, den ich dann wiederum für den Amtsleiter oder wen auch immer auch exportieren kann. Ich kann das also in andere Dateiformate, in PDF, in Excel, in ich weiß gar nicht was noch alles, umwandeln. Das haben wir hier noch CSV oder man kann es auch einfach schlicht und ergreifend drucken. Genau, das zum Thema Berichte ganz schnell. Gut, dann springe ich jetzt in die Zusammenfassung, beziehungsweise ich würde sagen, ich überspringe die Zusammenfassung. Diese Folie haben wir am Anfang schon gesehen und ich denke, ich habe alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Außerdem ist der Quinn natürlich DSGVO-konform. Wir haben eine einfache Rechteverwaltung, wir haben Learning Center und es gibt die 14-tägige kostenfreie Testarbeit. Gibt es noch Fragen? Aktuell nicht. Ich bedanke mich aber für den regen Austausch im Chat. Heute war einiges los auf sehr technischen Themen. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch als Ankündigung. Wir haben weitere Webinare geplant. Deswegen wäre es natürlich auch sehr spannend zu erfahren, welche Themenwünsche Ihrerseits bestehen. Wir orientieren uns sehr gerne daran. Und genau, das nächste Webinar findet am 25.09. statt, im September um 14 Uhr. Und dort befassen wir uns damit, wie die Kommunikation in Ihrer Behörde mittels TechField verbessert werden kann. Ansonsten? Gut. Dann haben wir minimal überzogen heute. Ich entschuldige mich, es war so spannend. Und ja, ich bedanke mich für die Beteiligung, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.